Reise Richtung Südost mit Endflug ab Wels über 650 Kilometer. Energisch, gesunde Härte und ein unbedingter Siegeswille. Wie die Tauben, so der Züchter. Klaus Steinbrink, der Champion aus Niedersachsen. Ja, beim Klaus Steinbrink, da hat man echt einen Typ vor sich, der ist geradeaus, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Und wenn er mal in Fahrt kommt, dann ist das wie wenn seine Tauben vom Wettflug wiederkommen. Ja, Spitze ohne Ende dieses Jahr. 8 Erste von 10 möglichen. Ein Regionalverbandssieg. Ich schätze 5 TG-Siege oder 6, weiß ich gar nicht. 8 Erste total. Ist an sich super gelaufen, nur mit dem Bestimmen, da hatte ich ein bisschen Pech auf den 500er. Muss ich aber so im Nachhinein mal ehrlich zugeben, habe ich die Tauben ein bisschen überzogen. Ja, wie gesagt, da muss man wegstecken. Jetzt spielen wir munter weiter. Letztes Mal hatten wir 4,6, glaube ich, 4.600 Tauben. Beginnen mit dem ersten im Regionalverband, dann wieder dritten, vierten und ich glaube den 5. Welches System wird bei den Reisetauben angewendet und warum wird so gespielt? Ja, dieses System, was ich spiele, ist ja in der Regel, außer bei nur 8 Paaren, die totale Witwerschaft. Und zwar aus dem, ich glaube nur an das, dass man die Tauben ausprobiert. Das heißt, die Tauben, die ich besitze, bringe ich in den Korb. Darüber kriege ich über meine Zucht eine wesentlich höhere Aussage, als wenn ich nur 40 Weibchen spiele oder 40 Vögel. So kann ich ja knapp 65 Tauben spielen und sehe dann noch viel besser, wo geht meine Linie hin, wo sind die Asse. Das sehe ich bei Männchen und Weibchen. Und wenn ich nur ein Geschlecht spielen würde, wäre das meiner Meinung nach wesentlich schlechter. So, da sind die Partner versammelt. Hier ist jetzt der 26. Dies Jahr 10,9, hat jetzt beim 25. Einsatz das erste Mal versagt. Letztes Jahr 13 mit über 1000 Punkte, erster Astvogel Westfalen, 4-mal erster Konkurs. Bams, da ist er drin. Ja, dies ist hier die 688, ein enorm starkes Weibchen. Jetzt schon drittes Assweibchen 2014, die ist ja wieder voll im Regionalverband. Und eine ganz starke Spitzenfliege, macht auch 2 Erste. Ja. Wie hoch ist der Anteil an jährigen Tauben in der Reisemannschaft? Ja, es waren dieses Jahr ca. 30 einjährige Tauben. Mit Jährige jedes Jahr muss man mit Junge und Jährige gut spielen, damit man immer das Niveau hält. Man muss also im modernen Sport heute jedes Jahr top züchten. Dass man immer wieder die Reihen auffüllen kann mit Tauben, die das können. Ne? Wie viele Jungtauben werden pro Jahr für den Eigenbedarf gezüchtet? Ja, 60, 70 Stück und wenn die Leidenschaft dann mal kommt, dann wären es auch mal irgendwann mal 80. In diesem Jahr waren es nur 60 zum Glück, da habe ich mich mal ein bisschen zusammengerissen. So ein bisschen Leidenschaft auch alles. Ne? Aber so, das ist so die Regel, sagen wir mal 70 Stück. Ne? Gute Jungtauben müssen niemals auch gute Alttauben werden. Es gibt aber gute Jungtauben, die auch gute Alttauben werden. Aber derzeit mein stärkster Flieger, der 26, macht einen Preis auf dem letzten Flug. Danach hin hätte er selektiert werden müssen. Der Rest der Mannschaft flog sehr gut. Und wird er mit 13 erster Astvogel im Regionalverband, RV bester Jähriger und bester Vogel Westfalens. Und daran kann man ja schon sehen, dass man das nicht veräußern kann. Da waren auch mehrere mit 5 dabei, die später nie wieder was hinbekommen haben. Wenn ich sehe, wie manche RV oder ganze Regionalverbände beherrschen mit Jungtauben und wie grottenschlecht die anderen Jahre damit spielen, dann kann man ja einfach sagen, dass das überhaupt keine Aussagequalität hat. Ich glaube, das ist einfach ein Spiel für sich, für Leute, die dermaßen sich den Arsch, Entschuldigung, jetzt den Ausdruck dafür aufreißen, so eine harte Arbeit zu tun. Ich meine, die haben das auch verdient. Ne? Ich sehe das heute kernentspannt. Ne? Die sind verdunkelt, da kann eine normale Taube schon mal nicht gegenfliegen. Und bei Junge ist es wirklich so, man kann die wirklich dressieren
und kann mit mittelmäßigen Tauben auch gewaltige Erfolge erzielen. Und das sehe ich einfach so mit Jungtauben. Wenn die einer immer wieder in eine Richtung polt, dann werden die auch sicher. Ne? Nach welchen Kriterien werden die Jungtauben selektiert? Nach Vitalität, Spitzenpreisen, Körperbau oder Abstammung? Die müssen vital sein, robust. Vitalität haben die Jungen, das ist heute wichtig. Das ist mein Kernziel in den Tauben. Keine Pharmazeutika, der da nicht mitkommt, den will ich so selektieren. Zum Beispiel neulich saßen wir in einer Runde, da zogen wieder ein paar Tauben hier drüber her. Ich denke, ich muss eben die Jungen noch mal rauslassen, vielleicht trainieren sie mit denen ein bisschen mit den Reisetauben. Ich finde es auch eine Art von Selektion. Eine Taube, die dann um diese Jahreszeit nicht wiederkommt, ist auch keine gute. Das macht man natürlich nicht mit Piepsern. Aber meine Winterjungen müssen sowas haben können. Ne? Das ist meine Meinung. Oder dass ich die heute mal einkaufe bei so einem Wetter und 80 Kilometer wegfahre, das müssen die auch haben können. Ja, Klaus ist ein Typ, der seine Tauben auch stark selektiert. Na, da müssen die besten Tauben müssen das Loch erstmal wiederfinden. Ja, und egal wo die herkommen, die müssen sich erstmal beweisen. Ja, also am liebsten sehe ich das so, wenn ich jetzt mal zu viel habe, setze ich nochmal 470er mit Jungtauben. Mach mal bei wolkenlosem Himmel oder viel Seitenwind oder Mitwind Trainingsflüge, die sehr schwer verlaufen. Und an denen, die dann wieder durchs Loch gucken, an denen hängt mein Herz, das sind nämlich die wirklich Guten. So, das ist so die Meinung dazu. Eine Jungtaube, deine Hand zu beurteilen und zu bekneten, also das ist nicht so mein Ding. Wenn ich dann noch selektieren müsste, würde ich versuchen, aus jeder Zuchttaube auch Tauben zu behalten. Sonst weiß ich ja gar nicht, was ich da jetzt gemacht habe, wenn ich sie hinterher selektiere. Mir ist es das Liebste, dann eben streng bei den Alten zu selektieren. Da müssen sie mindestens 10 mit Spitze haben, sonst sind sie weg. Bei den Jährigen vom Südosten, da sehe ich es etwas gelassener. Aber zweijährig, da muss hier schon was kommen, sonst sind sie verschwunden. Aber bei Junge, dann würde ich sie am liebsten alle übernehmen. Wenn die im Programm und den 470er noch meistern, dann übernehme ich die am liebsten und gebe denen ihre gerechte Chance. Ne? Das ist für mich und mein Gewissen, meinen Tauben gegenüber auch das Beste. Ne? Die müssen Vitalität zeigen, die Jungtauben bei mir. Auch mal den Biss sich durchschlagen zu können. Das ist mir wichtig daran. Dass die mal einen wegstecken können. Und nicht einmal ist irgendwo ein bisschen was und dann finden sie schon das Loch nicht wieder. Das mag ich nicht. Also die müssen auch mal robust sein. Die müssen ohne Medikamentation mal auskommen. Ich lasse da auch die Jungtierkrankheiten einfach mal gewähren. Wer das denn nicht haben kann, der selektiert sich bei mir durch den Korb und fertig. Das ist der Baustein, den ich sehe. Um dann später für das, was ich will, sind ja diese Flüge, die jetzt kommen, von 300 bis 600 Kilometer. Das ist ja mein Spiel mit den Tauben. Das ist der Skyfighter Sohn Titanpaar. Jedes Jahr zweistellig, 1312, 1312. Enormer Flieger. Da habe ich dieses Jahr rausgenommen, der soll jetzt umziehen im Zuchtschlag nach Ende der Reise. Ne? Ein super Vogel aus dem Alt 32 x 227. Auch erster Konkurssieger natürlich. Ja, der Klaus ist ja ein Perfektionist und das sieht man auch in seiner Schlaganlage. Ja, er hat ja ein Nebengebäude ausgebaut und wenn man da auf den Schlag kommt, fühlt man immer ein perfektes Schlagklima. Ja, immer diese Wohlfühlatmosphäre für die Tiere. Ne? Also ich fühle mich hier als Mensch sehr wohl. Außer bei ganz großer Hitze muss ich hier manchmal Wasser immer überall hinplempern, damit etwas mehr Sauerstoff entsteht bei so einem Tag wie heute. Aber sonst ein super Klima, das ist wichtig. Man muss sich wohlfühlen. Man sieht ja auch, ich habe es hier abgeschottet. Oben ist ganz viel, nach unten passiert ganz wenig. Also steigt langsam hoch und zieht dann im Dachraum ab. Die Zuluft reguliere ich nur über die Läufer. Durch Siebe, die ihr vorhin gesehen habt, die ich ausgebaut habe. Also du hast keine Zwangsbelüftung? Oder? Nein, nichts. Brauchen Tauben auch meiner Meinung nach alles nicht. Zellen? Zellen sind hierher mit Kotband aus Bequemlichkeitsgründen. Komm, Digga!
wie ihr gerade gesehen habt, kann ich die dann ganz bequem umtreiben, ohne Probleme. Wie gesagt, hier habe ich noch ein bisschen mit Glas abgedeckt, dass die Luft etwas langsamer geht. Ich denke, ist ganz gut, aber wenn ich noch etwas mehr zuschotten würde für kältere Tage, wäre es nicht schlecht. Wie gesagt, bequem durch die Foliere. Das ist eine ganz bequeme Sache. Dann habe ich auch noch einmal die Woche Arbeit mit der Foliere und dann ist das fertig. Wie werden die Reisetauben im Frühjahr zum Fliegen motiviert? Ja, ich versuche meine Tauben, wenn es eben möglich ist, ganzjährig irgendwie fliegen zu lassen. Dann hole ich die ganz normal im Jahr. In der Mauser fliegen sie nur ganz wenig, da sagen, warum lässt du die raus? Ich sage, lasse doch 5-mal ums Haus flattern. Aber die Taube hat sich bewegt. Da habe ich ja immer folgedessen eine Grundkondition in den Tauben. Dann züchten sie im Winter. Nach dem Trennen Ende Januar beginnt das Training. Nach 14 Tagen sind da schon Starktrainierer. Da muss ich schon mit K&K 3000 ran, mit den Proteinen da rein, damit es nicht zu Schiefliegern kommt. Dann donnern die 1,5 bis 2 Stunden die Tauben. Und dadurch ist auch die Grundkondition immer gegeben bei meinen Tauben. Zu Deutsch gesagt könnte ich Weihnachten damit einen Preisflug machen. So muss man sich das bei mir vorstellen. Ne, und ja, mit dem Training, das sehe ich heute etwas gelassener. Wir geben uns immer noch Mühe, 8 bis 10 Mal fahren wir vor der Saison los, 5 Mal in der Saison. Und dann merkt man auch, wenn sie zu doll drauf sind, also die Superform da ist, halte ich diese Trainingsflüge in der Woche auch für gefährlich. Und ich bin auch der Meinung, dass das nachher überhaupt gar nichts mehr bringt, diese Juckelei, das ist alles Quatsch. Wir lassen die ja nachher auch, hier hatte ich dir schon gesagt, Thomas, zusammenlaufen, so dass die Motivation in den Tauben reingeht, die Hitze. Dann trennen wir so nach einer Stunde wieder und morgen gehen die dann so ruhig in den Korb. Davon halte ich viel mehr, wie die jetzt noch aufzuputschen. Ne? Und es kann auch schnell mal sein, ich bin vor Jahren mal vom Trainingsflug 4 Asse in der Woche losgeworden. Was da gewesen ist, weiß ich nicht. Und war so ein Tag wie heute, wolkenlos und klatsch, da war ich sehr los. Ne? Wie lange werden die Reisetauben täglich am Haus trainiert? Ich möchte gerne 1 Stunde, aber da trainiere ich nicht. Meine Witwer jetzt oder meine Weibchen, die trainieren mich. Und vor allen Dingen meine Nerven, nämlich das kann schon mal 2 Stunden dauern, bis die Witwer wieder drin sind. Da haben jetzt viele, 3, 4 Vögel haben so eine Abrissform, die sind dann nach 3/4 Stunde verschwunden. Die sieht man hier dann überall mal, wenn ich oben auf der Terrasse stehe, hier durch die Gegend knallen. Und machen Kreuzzeichen, wenn sie dann überhaupt wieder runterkommen. Und genau wie die Weibchen, dann bin ich nachher so fertig um 8:30, 9, dann lasse ich auch mal einen Vogel raus, damit der mir überhaupt die Weibchen wieder runterlotst. Sonst knüppeln die das in 1 durch. Das ist schon angsterregend. Daher habe ich auch diese Woche nur bei den Weibchen Montagabend Trainingseinheit, Dienstagabend, Mittwochabend schon Schluss. Da waren die tatsächlicherweise schon bei 7 Stunden Flugzeit wieder. Ne? Es wird mir allerhöchstens zu viel. Ich bin ganz froh, wenn die Witwer das so sich bequemen, dass sie nach einer Stunde wieder drin sind. Es klappt aber nicht. Meist ballern da welche bis zu 2 Stunden rum. Ne? Bei den Weibchen genauso. Ne? Und ich sehe es auch für mein Leben gerne, wenn die hier angejammt kommen, dann sitze ich oben auf der Yacht, sage ich immer, und das macht mir riesen Spaß, wenn die runterkommen. Da gucke ich auch hinter der letzten hinterher, genauso gut wie hinter der ersten. Werden die Reisetauben zwischen den Flügen trainiert und wie weit wird gefahren? Ja, mit diesem Training, das habe ich früher schon als Hardliner betrieben. Da gingen die montags immer auf 120, am Donnerstag nochmal auf 40 und, die ganze Jahr durch. War ein irrsinniger Aufwand, hat nicht mehr gebracht wie heute, wo ich es halbiert habe oder stark eingeschränkt habe. Jetzt fahre ich noch die ersten 4, 5 Wochen und heute Abend lasse ich die nur noch zusammenlaufen, immer donnerstags abends. Und damit ist das fertig. Weil ich meine, das bringt gar nichts mehr, da die Tauben spazieren zu fahren. Ne? Die Kondition ist da. Wenn eine Taube jetzt nicht konditioniert ist, dann kriege ich die nie mehr in Kondition rein. Ne? Die Superform muss jetzt da sein und sonst Schachmatt, würde ich sagen. Ne? Da sieht man auch wieder Blut im Brustbein. Das ist Topform. Ist richtig fettig, mehlig, als wenn man sich die Hand eingecremt hat. Oben ein paar Formzeichen in den Federn. Zeig mir mal die Formzeichen. Da
in der zweiten Feder. Das Dunkle, das ist das Fettauge. Da hat er noch so einen Stippen. Und hier in der Außenbereich. Und wie gesagt, total durchblutet hier unten drunter. Besser geht es nicht. Ja, die größte Form von den Tauben ist immer, wenn die hier abends abjampen. Die verlassen dann den Schwarm und knallen 1-2 Stunden hier durch Lechting und Walnuss. Sie sind dann manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde verschwunden und legen dann wieder an wie vom Preisflug. Ja, wenn das ist so, dann ticken die so richtig ab. Und das machen sie diese Woche wieder ganz verstärkt. Und da kann ich es fast fühlen, dass ich den ersten machen werde jetzt am Wochenende wieder. Einer von den Jungs wird sich da wieder durchsetzen. Diese Woche habe ich sogar 7, 8 auf dem Zug, wo es schwer wäre, gegen die zu tippen, um den jetzt rauszuziehen, der jetzt Samstag das machen wird. Aber sie zeigen es. Also die sind jetzt wirklich in einer super Verfassung, die Tauben. Und wenn das ein gerechtes Rennen wird, das ist natürlich immer wichtig, dass die Bedingungen passen. Dann wird einer zuschlagen. Also das sehe ich denen an. Die schillern wie ein Hering in der Sonne, sage ich. Also dann sind die in der Top-Verfassung, die Tauben. Das ist jetzt hier der 106 RV Bester bislang. Zweitbester im Regionalverband, fliegt auch ganz massierte Sputze mit knapp unter 900 Punkte. Macht auch schon 3 erste oder 2. So, da sieht man, wie gewaltig die Taube in Gang ist. Ist am Leuchten, Fettflecken überall drin. In der zweiten Schwinge hier oben. Er ist erstmal dran schon vor Fertigkeit in seinem Gefieder. Ein Bringer, also das sieht man jetzt ganz enorm, so ein Halbbruder. Und hier sieht man wieder, wie die aussehen müssen. Da sieht man das ganz große Spitze zu erwarten. Mit dem Klaus Steinbrink hat man einen Taubenzüchter, der total zielstrebig ist und er erreicht auch seine Ziele. Wenn man überlegt, ist der Einzigste, der die letzten 10 Jahre 8-mal Top-10-Platzierungen der deutschen Meisterschaft geschafft hat. Das ist schon einzigartig. Ja, ich denke, wir fliegen heute von Neumark, 440 Kilometer. Die ersten Tauben sind 50 Kilometer vorgelagert gefallen. Und da sollte unter 70 gehen, also keine 13 Meter mehr machen werden, aber bedingt durch den Nordwestenwind. Denke ich so 9:15 hier bei mir. Und das wird ein sehr harter, anspruchsvoller Flug. Die liebe ich natürlich auch. Ne? Und ja, da wollen wir gleich mal schauen, ob es rumst oder nicht. Ne? Ob wir heute den 13. und 14. und 15. ersten Kurs machen können. Mit Jährige und Alte natürlich zusammen, sonst wäre das ja nicht möglich nach 10 Flügen. Welche wichtigen Eigenschaften verkörpern deine Tauben? Zug sind immer Getriebene, sage ich. Ne? Also haben moderant und herausragenden Willen, nach Hause zu kommen, ne? Um Spiel zu gehen. Sind schnelle Tauben, meine Tiere. Sind auch ewig darauf gezüchtet worden. Ich habe mal jemand gefragt, Klaus, was ist dir lieber? 10 Erste bei den Alten oder Erster in Deutschland? Ich sage Erster in Deutschland und keinen Ersten fliegen, sage ich. Ich glaube, ich nehme die 10 Ersten. Damit wäre ich glücklicher. Ne? So spektakuläre Listen spielen, viel Spitze fliegen. Das ist mir, glaube ich, im Sport das Wichtigste. Ja, der Klaus ist ja schon auch ein Perfektionist und in der Versorgung, da geht er auch seinen Weg und der fordert einen dann auch immer wieder mal.
Beispielsweise das RO 200, das war ja eine Entwicklung, die wir gemacht haben aufgrund vom Klaus, der da den Gedanken uns näher gebracht hat, in der Richtung müsste was tun. Und das machen wir dann auch. Ja, Blitzform Nummer 1, Usogano ist für mich heute unverzichtbar. Das haben sogar jetzt noch eine Tränke. Immer hatte ich Probleme mit Coccidien und sowas und dieses Cavacol, diese Antibakterizidwirkung, halte ich für sehr wichtig bei den Tauben. Und natürlich Avidress, das sind, so würden die 3 Spitzen, aber sind natürlich wie Immunbooster heute, ist natürlich Weltklasse auch. Entrobac, absolute Weltklasse. Ne? Also mehr kannst du aus Tauben meiner Meinung nach nicht mehr rausholen. Ne? Enrotosal und. Also. Und da hatte ich ja immer schon Röhrenfried-Produkte wie den Leckerstein, das war immer eine ganz herausragende Sache, ist ja auch noch besser geworden. Heute das Premium-Mineral. Ja, und dann der Kontakt zu Alfred. Das war ich immer sehr wissbegierig. Der Mann, der konnte mir immer sehr weiterhelfen und hilft mir heute auch noch immer sehr viel weiter in der Versorgung der Tauben. Und ja, so bin ich denn dazu gekommen. Und man muss auch sagen, Firma Röhrenfried, die macht für mich auch eine Qualität. Und da ich früher mein Geld immer mit den Händen verdienen musste, habe ich auch immer das Preis-Leistungs-Verhältnis ja nie aus den Augen gelassen. Ne? Und das passte immer. Ja, und so bin ich dann nach und nach immer mehr dazu übergegangen. Ne? Welche Röhrenfried-Produkte werden verwendet und wann werden sie eingesetzt? Ja, also fangen wir an, wenn sie wiederkommen, ist BT, Amenin in der Tränke. Natürlich mit dem B12. Schneller kann eine Taube nicht mehr regenerieren, wie mit dem neu entwickelten Präparat. Schneller geht das nicht. In der Raufe nur noch Relax und bekommen dann abends 1/3 Hanf, 1/3 Sämereien, 1/3 Immunkorn in ihr Leckernäpfchen. Das ist die Snackbar meiner Tauben. Ja, gut, dann sind wir jetzt einen Tag nach dem Flug und da geht jetzt die ganz, ganz wichtige Versorgung bei mir los. Da mache ich meine Brühe und die Brühe besteht aus 2 Liter Wasser. Dazu gebe ich zu, bei Kälte 4 ml Blitz, bei Hitze 3. 5 ml Usogano, 7 ml Avidress. So, und die Fütterung läuft mit Relax ab und einen Teil packe ich da rein mit ein bisschen Eiweißfutter, so dass die Taube da auch noch mehr runder nachher wird. Da lege ich Wert drauf. Dazu natürlich für ca. 60 Tauben 4 Löffel K&K Eiweiß pro Tag, 2 Löffel Immunbooster, 2 Löffel Entrobac. Damit habe ich der Taube alles gegeben, was ich da reinkriegen kann, um möglichst schnell die Taube dann regenerieren zu lassen. Das mache ich 2 Tage, und zwar Montag und Dienstag. Und dann stelle ich sofort um auf energiereiches Futter. Auch die Tränke bleibt mit diesem Gebräu Blitz, Usogano, Avidress, 4 Tränken gleich. Also sprich Montag und Dienstag. Und dann stelle ich wieder um auf Canispeed, wo ich aber auch Usogano oder Avidress im Wechsel mit einsetze. Ne? Also sprich Canispeed, Mittwoch, Donnerstag. Ne? Weil wir freitags haben wir immer Korb 4 Tränken. Bei großer Hitze natürlich Elektrolyt 3 Plus mit rein. Ja, das ist so. Und das System natürlich ziehe ich systematisch durch. Ab der Flug 6, 7 setze ich dann noch Rotosal ein. Nur mit der Busulfansäure ist das so. Ist ein gewaltiges Präparat, wie die Taube dreht. Man bekommt sie auf dem Zenit. Und das zu finden, dass man die genau auf dem Zenit umpunkt hat und die Ruhe in den Tieren bewahrt. Ich sage immer, die Ruhe vor dem Sturm. Das ist das Schwere, glaube ich, im Taubensport. Ne? Und diesen Lauf zu kriegen. Obwohl ich sagen muss, diesen super Lauf in den Tauben bekomme ich also nahezu die letzten Jahre immer rein. Also ich kann mir nicht vorstellen, während einer seine Tauben heute nicht perfekt versorgt, der hat keine Chance, ganz oben mehr mitzuspielen. Die Zeiten gibt es heute nicht mehr. Das war mal. Und so, denke ich, habe ich mir da eine Methode erarbeitet, die perfekt ist. Ne? Das ist auch eine super Reisetäubin gewesen hier, die 431 von 10. Auch enorme Spitze gehämmert.
Auch eine deutsche Meisterschaft mitgeflogen in 2014 und dient jetzt hier so als Witwerweibchen. Und es wird immer wieder versucht zu züchten und auch ein Sohn, den ich leider verloren habe, brachte es auch schon auf 13, 12 bereits. Vielleicht auch eins meiner Geheimnisse, diese K&K-Dragés hatten wir ja vorhin hier. Da habe ich jetzt 200, 300 Stück von verfüttert. Die Tauben, die blasen sich auf dadurch. Ne? Ich meine, jetzt wo die harten Flüge kommen, brauchen die auch nochmal so einen Proteinschub. Ne? Und da verfüttere ich den 2 bis 3 in der Woche nochmal. Ne? Was konnte nach dem Einsatz der Röhnfried-Produkte an den Tauben festgestellt werden? Ja, also immer ein super Formanstieg in den Tauben. Fing an zu schillern, zu glänzen. Man sieht, also es tut denen absolut gut. Auch das Cani-Speed mit dem L-Carnitin, das ist ja auch für die Langstreckenwirkung, dass die Jungs da Woche für Woche durchhalten können. Also sieht man den Tauben auch an, wenn man das einsetzt. Sonst würde ich es auch nicht einsetzen. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt auch bei großer Hitze, wird jede Woche auch nochmal Rocitol mit eingebaut, morgens in der Tränke. Da gebe ich auch meine 2 Liter, so 50 Spritzer. Wir haben da so eine Gumminippel, da hat der Frederik super gemacht. Da kommt immer so ein guter Tropfen raus. 40, 50 Tropfen mache ich davon, einmal in der Woche. Ach, da sagen die immer dies. Ich sage, Leute, gucke in der Liste, wie meine Tauben fliegen. Kann denn ja nur gut sein. Also die Taube muss schon topfit sein und top versorgt sein, wenn man da mithalten will heute. Ich sehe auch, dass die Tauben, die fühlen sich da einfach pudelwohl bei. Ich erzeuge damit eine super Form. Eher zu viel wie zu wenig. Also ich bin da bestens mit zufrieden. Ich sollte mal die Füße ein bisschen mehr stillhalten, dann würden sie noch einen Tacken besser fliegen. Wenn man sich mit dem Klaus unterhält, da hat man immer das Gefühl, dass er auch in die Tauben hineinhorcht. Ja. Also der spürt irgendwie, was die auch benötigen, was die brauchen, was er denen geben muss. Kann man sich einiges abschauen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn die Augengucker kommen, die sagen, Klaus, du hast herausragende Augen. Ich bin jetzt nicht der Lupengucker, aber wie so ein Tag wie heute halte ich meine Zuchttauben, meine Sonne und da will ich auch was im Auge sehen. So ein Ausdruck, dieses kraterartige, hohe, starke Wertringe, ja, doch. So total leere Augen würde ich verneinen, das ist nicht mein Ding. Röhnfried-TV-Zuschauer Leo Kremer fragt, wie kann man sich einen leistungsfähigen Taubenstamm aufbauen? Ich würde mir, wenn ich nicht so viel Geld hätte oder nicht so viel ausgeben will, oder wie immer, aus Assen Eiern dann holen und diese Eier bei mir zu Hause ausbrüten. Ich persönlich hole mir nur Tiere aus Assen, was ich meine. Und zwar Reiseasse, keine Papierasse, kein Papiertiger. Aus Assen will ich Tauben haben. Geschwister zu den Supertieren. Oder Kinder dort raus. Das ist wichtig. Und da kann man, um es günstige Variation ist, dann Eier zum Beispiel aus den super Reiseassen zu holen, wenn der Mann da vernünftige Weibchen dran hat. Wenn er da natürlich so alte Winterganten dran hat, Witwertäubchen dran hat, also da ist auch schon ein bisschen Vorsicht geboten. Das muss schon hochkarätiges Zeug sein, ne? Aus Supertauben. Wie wird mit den neu erworbenen Tauben weiter im Bestand gearbeitet? Ja, da habe ich den riesen Vorteil, da ich aus meinen Witwern züchte. Ich finde, dann werden sie einfach zellenzahmer, gerade die Jährigen. Hat sich bei mir bestens bewiesen. Ich glaube, das sind auch noch ein paar Prozentpunkte, die man mehr, dass der auf sein Territorium noch mehr Zug bekommt, gerade auch die jüngeren Tauben, wenn man daraus züchtet. Und da habe ich immer einen Vorteil, ich kann gleich aus diesen Witwern noch mal ein paar Junge behalten, aus den guten. Ne? Welche Tauben kommen auf den Zuchtschlag? Zählt das Handgefühl, die Abstammung oder nur die Reiseleistung? Also ich würde sagen, Punkt 1 als erstes auf die Leistung. Die größten Leistungsträger sollten schon mal in den Zuchtstall rein. Das schon mal sicher. So wie die Mauritius, die fast jedes Jahr ihr Regionalverbandsjäger abliefert. Zweistellige Spitzenflieger am Fließband. Da setze ich natürlich jedes Jahr 2, 3 Kinder von dem Zuchtstall. Die betteln immer dafür, dass ich wieder und noch eins abgebe. Hinterher bereue ich es dann. Das ist schon wichtig, dass ich dann von der Mauritius und solche Ausnahmetauben wie Angelina Jolie 227 natürlich jedes Jahr wenigstens 2 Kinder reinhalte. Aber ich möchte es auch klein halten. Das sieht man ja in meinem kleinen Zuchtstall. Ich möchte kein Massenzüchter werden, der zu viele Tauben hat.
Ansonsten selbstverständlich, die Superflieger müssen da rein. Ich glaube, ohne dem kann man eine Spitzenleistung nicht halten. Ne? Wenn ich die alle versemmelt hätte oder veräußert hätte, dann hätte ich das Niveau niemals halten können. Ne? Nach welchen Kriterien werden die Zuchtpaare zusammengestellt? Ja, da mache ich es mir immer ziemlich einfach. Ich klopp die bewiesenen Asse gegeneinander. Reiseasse sowie Zuchtasse oder Geschwister dazu oder aus dem Besten gezüchteten. Und Ass an Ass bringt Geld in die Kasse, das ist immer meine Meinung. Man muss versuchen aus vielen Guten. Aber ich sage immer, ich kenne auch niemand, selbst ich nicht, obwohl ich immer so herausragend gut schicke, der mehr wie 10% Gute züchtet. Das ist schon immer so eine Evolution der Natur, so eine außergewöhnliche Taube zu züchten. Welche Tauben sind die Leistungsträger des Schlags und aus welchen Familien stammen sie ab? Das ist die alte Kracksorte mit jetzt der Olympiade-Einspritzung 03, Heerema-Keusters. Es ist an sich dieselbe Suppe wie immer und das sind meine Leistungsträger. Fliegen enorme Spitze wieder, die Tauben. Ne? Und das haben die ja über Jahrzehnte getan. Bei 200 Ersten, mehr kann man von Tauben nicht abverlangen. Ne? Also ich habe da bestimmt 30 Tauben, die um den Ersten fighten können. Ne? Der Klaus, das ist ja ein Riesentyp und hat ja auch ein Mundwerk, aber auf der anderen Seite hatte er auch ein unheimliches Gespür für seine Tauben. Er gibt den Namen, ja, da haben ja fast alle Tauben außergewöhnliche Namen und irgendwie fühlt er sich auch in die Tauben hinein. Das ist faszinierend, wenn man ihn da erleben kann. Ja, meine Damen und Herren, dies ist meine blaue Mauritius, die 227. Eine reingezüchtete Heerema-Keusters aus 03. Die bringt jetzt 38 erste Kurssieger und ca. 30 zweistellige. In diesem Jahr alleine sind 6 oder 7 Erste aus ihr gefallen. Aber auch zum Teil Enkel und Kinder. Und wie gesagt, also an dieser Täubin habe ich, ja, kann man sagen, seit dem Jahr 2012 schon 3 deutsche Meisterschaften zu verdanken. Und ich muss sagen, das ist mein bestes Zuchtweibchen, was ich jetzt hier sitzen habe. Sie sind enorm schnell und richtig gekreuzt haben sie auch die Härte, um Strecken von 400 bis 500 Kilometer erfolgreich zu absolvieren. Ist also ein absolutes Superweibchen. Ne? Das ist jetzt ein Enkelsohn der blauen Mauritius, und zwar ist der aus der Tochter gezüchtet 2013. Derzeit zweitbeste Täubin in der RV. Und natürlich wieder Tochter blaue Mauritius. Die erringt auch 2 deutsche Meisterschaften. Dieses Weibchen spiele ich aber immer noch. Die ist jetzt 5 Jahre und fliegt immer noch wie ein Blitz. Mit sehr hohen Punkten. Der Vater hiervon, vom 102, ist eine Nachzucht aus 403 mal den Olympiade von Hörster-Brinkhoff. Und das muss ich sagen, die bringen unheimlich Steherqualität. Und diesen Vogel habe ich sehr früh runtergenommen. Der flog noch 401 in den Ersten. Ich habe ihn trotzdem schon runtergenommen, weil der Sohn an dem Tag den 2. Ersten flogte als jährig. Ja, dieser Vogel, der flog aus jung auf 470 Kilometer von meiner nächsten Taube mit 22 Minuten Vorsprung. Daraufhin habe ich natürlich in 15 gleich ein Jungtier beringt. Das andere Ei war aus der Schale gefallen. Und da war der 26 geboren. Der ist wiederum auch Westfalen-Astvogel. Erster Astvogel im Regionalverband, erster Astvogel der V und. Überall Platz 1, diese Taube, und punktstärkste Taube von allen. Ja, das ist dann hier jetzt der 102. Ist ein riesen, richtig kantiger Vogel. Aber wenn man seine Jungen sieht, gigantisch. Ne? Der ist dann verpaart an der 424. Die habe ich dann auch gestoppt, weil der Jährige so hart flog. Die hat 3 Erste gemacht, die Mutter des 26. Ja, Sportsfreunde, hier ist meine Angelina Jolie, die 541 aus 11. In diesem Jahr erstmalig in der Zucht. Letztes Jahr nochmal wieder 13, 12. In 14, 13, 12 mit jeweils über 1000 Punkten. Mehrfachplatzierung bei den Assweibchen im Regionalverband. Sie erringt die 4. deutsche Jährigenmeisterschaft, die 6. deutsche Verbandsmeisterschaft und noch eine weitere 2. deutsche Meisterschaft, diese Täubin. Ja, die hat so circa geflogen 30 Mal per erstes Zehntel, diese Taube.
mit 2 Ersten dabei und wurde auch zigfach von den eigenen Schlaginsassen noch beim Einspringen um den Ersten gebracht. Was hier noch zu sagen ist, immer wenn ich die Eier von den Witwern verkauft habe, habe ich von ihr sehr viel Gutes gehört, die da damit weitergezüchtet haben. Da sind ganz, ganz herausragende Tauben rausgekommen. Und bei mir selber auch, mit sehr viel Spitze. Federn wie Seide, diese Taube, ne? Die ist wie Seide einfach. Also ein enormes Weibchen, dieses hier. Ne? Das ist eine reine Jansen aus meinem 654, wo die Giganten alle kamen, wie Snake Eyes, wie der Pitbull, wie die Angelina Jolie. Diese Taube, die hat zig, der Vater von ihr, der hat zig Asse gebracht, der Snake Eyes. Auch in der Weiterzucht bei vielen Züchtern hat der sehr erfolgreich seine Gene weitergegeben. Ne? Enorm heller Blick, diese Taube auch. Ne? Intelligent und Wringer-Typ auch. Ne? Enorm anliegendes Gefieder, sehr schneller Flügel. Ne? Die Ventilation ist enorm bei diesem Weibchen. Ne? Du kannst sagen, die hat mich fast nie im Stich gelassen. Ne? Und immer vorne rein, auch wenn es brannte, ne? Kloppte die drauf. Ne? Ja, das ist hier der Ironman, der 212. Das ist ein Sohn-Titanenpaar, hat selber 3 Erste. Mit der Ringer 2. Deutscher Meisterschaft hat er ganz massiert reingehauen. Mehreren Kopfpreisen. Ja, und das Herausragende an dieser Taube ist natürlich, er ist gleich Vater vom 73 und 236. Ja, auch ein enorm schneller Flügel, wieder ein super Glaskopf mit diesen super Augen drauf. Ne? Und ein ganz lieber, vertrauensseliger Taube. Ne? Einen Bruder habe ich jetzt auch gestoppt, den Skyfighter, der auch weit über 60 Kurse fliegt. Mit 2 Ersten, glaube ich. Ja, da macht er auch 2 Erste. Ne? Körperbau, eine super harmonische Taube. Ne? Sehr stark ausgebrochenes Brustbein, wie ich es gerne sehe. Sehr eng geschlossen, fast ganz geschlossen hinten. Super Aufhängung, war ein perfekter Sprinter. Ne? Zuverlässig. Ich würde mal so sagen, er hat auch keine Regionalmeisterschaft ausgelassen in seiner Karriere. Ne? Ja, Sportsfreunde, hier habe ich die 424. Fliegt selbst 3 Erste, habe ich dann im letzten Jahr mit 7,7 gestoppt. Machte da auch noch einen Ersten in dem Jahr, hat insgesamt 3. Ist die Mutter vom 26 und selber eine ganz schnelle Fliegerin gewesen. Hat auch einen enorm schnellen Latschen. Aber vor Angst, dass ich sie verliere, habe ich sie dann letztes Jahr gestoppt, wo der Sohn so reinknallte, der 26. Das ist eine ganz starke Linienzucht, diese Taube, auf Nummer 50×4. Das war ein super Paar. Die gewannen zum Beispiel 2. BT-Championatsmeisterschaft, Gesamtchampionatsmeisterschaft. 1. Bezirksmeisterschaft im 15. Bezirk. Und viele, viele herausragende Auszeichnungen haben diese Tauben gewonnen früher. Körperbau, die ist wie eine kleines Rennbrötchen, eine Granate, eine kleine kurze Granate. Ne? Ganz stark bemuskelt, ganz enge Aufhängung, ganz enges Becken, Brustbein auch sehr gut ausgebildet und vor allen Dingen auch wieder ein super Gelbauge. Ne? Die kommt total nach ihrer Oma, der Nummer 4, ne? Urgroßmutter. Und natürlich wieder hier, wie man sieht, den ganz, ganz schnellen Latschen. Ne? Und eine Wringerin, sind immer am Zucken, die Tauben. Ne? Hier ist mein Dienstältester, das ist der 32, der Titan. Das ist mein bester Zuchtvogel. Aber das sieht man auch heute an seiner enormen Vitalität. Der ist nämlich von 2003. Sticht noch jedes Ei und sagt zu keinem Weibchen Nein. Ja, der hat selber in 3 Jahren 36 von 38 geflogen. Aber noch härter mit 2 Regionalverbandssiegen. Und von 500 Kilometer und einen, glaube ich, von 400 oder 600, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der hat eine ganz enorme Vererbungsstärke. Der hat das jetzt schon über 7, 8 Generationen bewiesen, dass immer wieder Ausnahmekracher dabei sind. Ja, diese Taube, das ist ein Unikum. Da ich hatte so ein Ausnahmezuchtjahr 2003.
Da wollte ich die verkaufen, da haben alle so viel aus dem Ruhrgebiet gesagt, ein Kanarienvogel wollen wir nicht. Und dann saß er hier noch. Ja, und dann habe ich so mal gedacht, 2010 mit 7 Jahren probieren wir. Ja, und danach hat er den Ast nach Ast geschmissen. Ne? Da kann man mal wieder sehen, dass wir alle von Tauben nichts verstehen. Man muss die Geschichte probieren. Ja, und danach habe ich eine blaue Mauritius gehabt, 227, und dann war das Titanpaar geboren. Ja, und da sind jetzt auch noch mehrere von unterwegs, die gewaltig fliegen. Und möchte ich mal sagen, also die haben nahezu alle deutschen Meisterschaften. Ich habe es ja geschafft, 8-mal unter den 10 Besten mich zu platzieren auf Bundesebene. Und da waren diese Tauben nahezu immer dran beteiligt. Diese haben auch, gerade dieser 231 war enorm hart auf den weiteren Flügen immer. Ne? Das hat er gleich schon mit der Weitstreckenmeisterschaft 2004 bewiesen, dass er unheimlich Ausdauer hat, hinten auf den weiten Flügen. Abstammung, der geht also zu 90% auf mein altes Kaufenberg mal Kleopatra-Blut zurück. Ne? Das sind die alten Jansen, ne? Und da ist dann auch noch ein Schuss von dem Turbopaar von Jos Verkammen mit bei. Ne? Das waren schon herausragende Taube, diese hier. Ne? Vor allen Dingen auch seine Geschwister, Cousins, Cousinen. Das freut er natürlich auch, dass der so robust ist. Erst mal 5 Jahre gespielt wurde und heute noch so eine Zuchtleistung bringt in dem Alter. Ne? Das hier der 548. Ja, der ringt in 2012, 4. deutsche Jährigenmeisterschaft, 6. deutsche Verbandsmeisterschaft. Und der ringt, 2014 die 2. deutsche Meisterschaft. Macht insgesamt 5 Erste, ein Regionalverbandssieg vom Endflug. Dennoch 3 weitere TG-Siege hat diese Taube erzielt. Enorm schneller Vogel. Der hat alle 5 Zählerpunkte weggeklatscht bis zum 5. Konkurs als Jährig. Und der sitzt jetzt seit dieses Jahr erstmalig im Zuchtschlag. Geht natürlich wieder auf das alte Superkrackblut zurück. Meine Tochter des alten Wunderschali 412. Ja, wieder sehr schnelle Dekalage, wie man hier sieht. Ein richtiger Wringer. Ganz kurze Auffänge und das Becken ist schon fast hinten. Das kann man sagen, das verknotet sich, sage ich dann zum Schluss bei ihm. Nee, das sind Tauben, die sehr in eine Spitze reintreiben können, auch über längere Flugzeiten. Ja, dann haben wir dieses Jahr ganz gezielt starke Part an der besten Tochter Blaue Mauritius 227, und zwar die 463, die ja schon mehrere dicke Spitzentauben bringt. Glas gegen Farbe, das ist ein ideales Paar und die Jungen gefallen mir dieses Jahr sehr, sehr gut. Ja, hier Sportsfreunde haben wir die 553, Tochter Blaue Mauritius. Erstes Astweibchen im Regionalverband. Macht den ersten gegen 6.878. Ja, eine super Fliegerin, also immer beständig, immer noch vorne rein. Und das ist auch so ein Traum in der Hand. Ne? Also die gibt beides. Ne? Erstmal eine super Flugsache und auch jetzt züchterisch habe ich jetzt sehr gute Jährige unterwegs. Ne? Ja, auch enorm schnellen Flügel, ne? Wie die aus der Blauen Mauritius alle haben. Ne? Und wie immer ein super Auge. Ne? Ja, wie gesagt, aus Blaue Mauritius, Herremann Keusthaus, und der Vater ist von Rudi Hein aus 595 ein Sohn gewesen. Da vereinige ich wieder das neue Herremannsblut mit der alten Krack-Kaufenberg-Sorte. Ne? Das ist mir sehr wichtig, dass ich bin jetzt 30 Jahre damit am Züchten, mit der alten Krack-Sorte, dass ich diese Sorte immer erhalte. Ne? Ich denke, dass das der Faden ist, der immer glüht. Ne?